Kaiserwetter in Oberbayern und ein relativ neues Modell in der Familie von Bimobil, den EX412. Den stellen wir heute mal vor bei ziemlich langen Schatten, wie man sieht. Denn am 2. März in Oberframmern bei München, da ist der Föhn nämlich unterwegs. Es ist relativ warm. Grüß dich, Carsten. Hallo, grüße dich. Ja, du bist Kfzler, hast das Ganze mal gelernt, bist jetzt im Vertrieb, bist Offroad-Fahrtrainer und bist wie alt? 49. 49? Ja. Okay, bald ist Feierabend, oder? 50? Ja, ich arbeite auf die Rente hin. Fängt das Leben an? Ganz genau. So ist das. Ja, du kommst aus Würzburg, bist aber eigentlich aus Oberbayern, muss man sagen. Bin eigentlich, ja, gebürtiger Oberbayer, gar nicht viel weit weg von hier, ne? So 50 Kilometer. Und du verkaufst jetzt italienische Fahrgestelle? Mehr oder weniger konzentriere ich mich tatsächlich auf die Aufbauten da drauf. Natürlich auch auf den Sprinter oder auf den Iveco. Da sind wir ja relativ flexibel. Aber ja, im Prinzip die Komplettfahrzeuge natürlich. Ja, es ist so, man muss manchmal den Iveco ein bisschen verteidigen, muss man sagen, denn er ist viel besser wie sein Ruf. Ich fahre selber Iveco, habe selber Heimatik, fahre den seit 2019 jetzt und habe keinerlei Probleme, 0,0. Also alles das, was ich so oft so lese, ich meine, das Auto gibt es auch als DPD, als Deutsche Post AG, als was weiß ich alles. Da ist jetzt eine Heimatik drin, da ist 180 PS, Allrad, Serienallrad. Vom Feinsten, sagst du? Ja, ganz klar. Ich meine, der 3-Liter-Motor, der da drin ist, der 180 PS-Motor, der existiert im Prinzip seit knapp 20 Jahren bei Iveco. Da funktioniert er auch sehr gut. Die Heimatik, das ist ein ZF-8-Gang-Getriebe, das ist auch bei verschiedenen Herstellern, auch im Luxussegment im Einsatz. Funktioniert auch sehr gut, weißt du ja selber. BMW zum Beispiel, 8er, glaube ich. BMW setzt das Getriebe ein, richtig. Die Amerikaner setzen das viel ein bei Dodge und bei Ram. Also auch in richtig viel Leistung dahinter. Und ja, wie gesagt, Allrad permanent, 3 Differentialsperren ab Werk, alles original Iveco. Die Serviceintervalle sind brachial, das heißt also, ich glaube, der erste große ist bei 70, glaube ich. Und bei 30 irgendwie mal ein Ölwechsel oder so, die sind für Laufleistung. Ja, natürlich, wir kommen aus dem Transporterbereich und im Transporterbereich ist ein Pkw nicht vergleichbar, was das angeht. Da sind wir ganz klar in höheren Laufleistungen. Ja, man muss ja mehrere Dinge beachten. Also vom Fahrgestell-Grundpreis sind ja viele Fahrgestelle ähnlich, aber ihr kriegt den Sprinter gar nicht in der Ausstattung, muss man sagen. Also das ist nicht vergleichbar. Punkt 2 ist, das Fahrzeug ist gut verfügbar. Das heißt, ihr habt einen echt tollen Draht zu Iveco. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Fahrzeugklasse wie der Sprinter. Ich bekomme den Sprinter natürlich nicht in der Gewichtsklasse. Wir sprechen hier vom 7-Tonner. Und ich bekomme natürlich auch nicht in der Geländegängigkeit wie den Iveco. Das ist ganz klar. Wir sind natürlich bei Iveco als Top-Kunde für diese Fahrzeuge, weil wir eigentlich die sind, die am meisten zivile 4x4 Dailies verkaufen. Also auch ein tolles Auto, was total klasse ist. Du kannst ihn ganz böse machen. Ihr habt da also mehrere Systeme entwickelt, also wie das Fahrzeug wirklich extrem, ich sag mal, gut aussieht. Es gibt ja auch einige Leute, die sagen, ich will ihn, ich sag mal, auch optisch haben. Der Stefan hat sich einen gemacht. Stefan hat sich ein sehr schönes Auto gemacht, ja, also in einem tatsächlich tollen Grün, so ein hellgrün. Hat ihn extrem gut ausgerüstet, was Geländegängigkeit angeht, was Zubehör angeht. Und ich kann den optisch natürlich in alle Richtungen machen. Ich kann jetzt hier in dem dunklen Grau recht elegant, aber auch doch so ein bisschen bösen Touch dazu. Ich kann ihn auch in weiß oder in hellblau machen. Dann sieht er ein bisschen freundlicher aus. So, ihr kriegt demnächst eine ziemlich scharfe Felge. Für alle, die ab jetzt gebaut werden, kann man diese Felge drauf machen, denn ihr habt sie quasi schon vorgesehen. Zusammen mit wem? Zusammen mit Delta 4x4. Die haben für uns schon für das Vorgängermodell eine Felge gemacht und jetzt auch für das aktuelle Fahrgestell in 20 Zoll mit einem 37 x 13,5er Reifen. Ist also eine ganze Ecke größer als das, was jetzt drauf ist, original. Nicht nur im Felgendurchmesser, sondern auch im Reifendurchmesser, Reifenbreite und auch ein richtig, richtig tolles Geländeprofil. Traktion ist ja das große Thema. Das heißt, je größer so ein Reifen ist, desto mehr, ich sag mal, Auflage habe ich unten. Ganz genau, ich habe mehr Auflage, ich habe einen geringeren Bodendruck und natürlich durch das spezielle Profil, was wir hier bekommen für diesen Reifen, auch viel mehr Grip natürlich. Es ist ein grobstolliger Reifen und im Gelände natürlich eine ganz andere Hausnummer.
So, viele kleine Elemente, also wir sind unglaublich oft drauf eingegangen, dass das Fahrzeug ja nicht nur im Nutzfahrzeugbereich, im Militär wird es verwendet, also es ist wirklich in der Schweiz, fährt damit die Bundeswehr rum oder die Schweizer Armee, ja. Genau, die heißt glaube ich nicht Bundeswehr, aber egal, das hängt direkt am Rahmen dran, das hier ist aus Metall. Kann hier mal dagegen klopfen. Das ist also keine Plastikstoßstange, das ist wirklich noch Stahl. Auch das Thema Elektronik, ich habe überhaupt keinen Ausfall je gehabt. Also klar, muss ich natürlich auskennen, wenn du da irgendwas dran baust, dass du den CAN-Bus nicht durcheinander bringst und so Scherze. Da kommt viel oft von Dritten, die Fehler, die gemacht werden. Ganz klar natürlich, ich muss als Aufbauhersteller ganz genau wissen, was ich tue. Das ist ja auch so unser Qualitätsanspruch. Wir verändern elektronisch natürlich möglichst wenig am Fahrzeug, aber ich habe meine Schnittstellen, die ich entsprechend bedienen kann. Und dann ist das Fahrzeug auch extrem zuverlässig. Ja, das ist ein ganz besonderer Aufbau. Wir haben keinen Alkoven, sondern wir haben, ich sag mal schon einen Alkoven, aber der ist nicht bewohnbar, sondern der dient als Stauraum. Ganz tolles Konzept, von vielen gefordert. Richtig, ich habe natürlich jetzt hier ein relativ flaches Fahrzeug. Ich bin so gute 30 cm flacher als mit dem Alkovenfahrzeug. Das ist eine Welt, 30 cm. Das ist jetzt auf Reisen und im Gelände ist das durchaus eine Welt, richtig. Und ich habe einfach den Platz, den ich für die Stehhöhe noch im Innenraum brauche, nach vorne genutzt, um hier einen Staualkoven zu machen. So, schauen gleich mal rein. Schöne Details. Ich habe hinten einen Kofferraum. Ich habe hinten einen großen Stauraum. Ist also einmal von der Seite zugänglich. Pass mal auf, das ist auch ein tolles Design-Element. Ihr hättet ja die Schrauben nicht ganz so offensichtlich machen müssen, aber es sieht gut aus. Ist ein bisschen Absicht natürlich. Das schreckt schon mal einen Dieb ab. Der sieht diese Klappe, diesen Verschluss und das schreckt schon mal ab. So, und das hier? Hier habe ich jetzt natürlich den Stauraum entsprechend. Ich habe hier in der Mitte den Wassertank hinter der Verkleidung. Der Stauraum ist von hinten und von der Seite zugänglich. Genau, wenn du mal hinten aufmachst, sei mal so lieb. Das ist natürlich ein geniales Feature, dass du von allen Seiten oder von vielen Seiten rankommst. Auch die Scharniere aus Edelstahl, ja. Die Batterien ultra einfach zugänglich. Genau, das ist hier die 210 Ampere Gel-Batterie serienmäßig drin. Ich kann hier natürlich auch entsprechend mit Lithium-Batterien aufrüsten. Ja, ein großer Kofferraum. Ihr arbeitet gerne mit grauen Euroboxen. Das ist irgendwie, jetzt müsst ihr Stefan. Natürlich, das ist das Praktischste, was es gibt. Die gibt es in allen Größen, Varianten. Die kriege ich weltweit. Die funktionieren sehr gut. Habe ich selbst im Einsatz. Aber erst seit kurzem, muss ich sagen. Also ich habe schon ein Stauraumsystem, aber das braucht die gar nicht. Die kannst du hier einfach reinschieben, übereinander stapeln. Ich nehme an, dass es viele benutzen auf Weltreisen. Eigentlich fast alle, die ich kenne, tatsächlich. So, du bist fairerweise noch nicht ewig dabei. Wie lange? Ich bin jetzt ein knappes Jahr hier. Ja. Und schlimm? Lässt sich aushalten. Nein, also tatsächlich super Mannschaft, lässt sich toll arbeiten. Und natürlich auch vom Produkt her, ganz klar, wir sind ziemlich vorne mit dabei. Und natürlich auch die Kunden, die wir haben, die Interessenten, die wir haben. Es ist eine ganz spezielle Klientel mit schon sehr speziellen Wünschen, aber es ist eine tiefenentspannte Klientel. Ja, das ist das, was schön macht. Was hochinteressant ist, also ich werde jetzt mal was sagen, da gibt es wieder Ärger. Ihr seid doch recht günstig. Also wenn man das vergleicht mit Fließbandware und das richtig vergleicht, kriegst du bei der Fließbandware, also die ist bestimmt für den Einsatz, für den jemand das haben möchte, ganz toll. Aber du kriegst auch ein Bimobil dafür. Der Nachteil ist, du musst auch ein bisschen länger darauf warten. Natürlich, der Preis ist immer so ein bisschen ausstattungsabhängig, ganz klar. Wir sprechen hier bei so einem Fahrzeug je nach Ausstattung ab 208.000 Euro ungefähr aufwärts. Ich kann ihn bis auf 300.000 Euro natürlich ausstatten, je nachdem, was ich erst dabei haben möchte. Aber ich muss immer den Einsatzzweck natürlich auch im Auge behalten. Es gibt keinen Gebrauchtwarenmarkt, das ist so. Das spricht aber, glaube ich, für das Produkt, oder ihr geht hin, kauft die alle schnell weg? Nein, also tatsächlich gebraucht. Fahrzeugmarkt ist fast nicht vorhanden, weil der Bimobil-Kunde natürlich, wenn er 2,5 Jahre auf sein Fahrzeug wartet, das natürlich auch möglichst lange festhält. Die sind zeitlos, das gefällt mir auch unglaublich. Also ihr springt nicht auf jeden Zug. Gut, jetzt ist bei der Aufbaukabine, wir haben ja den Peugeot heute Morgen gefilmt, der sieht genauso aus, bloß viel kleiner und der ist mal gerade 40 Jahre alt. Also kommt den Kunden ja sehr entgegen. Du kaufst kein altes Auto. Ganz klar, das ist natürlich auch ein Teil des Werterhalts. Das Fahrzeug ist in 10 Jahren immer noch ein aktuelles Fahrzeug. Und die Bauweise hat sich natürlich über 40 Jahre bewährt und funktioniert. Und warum sollte man das jetzt mit Gewalt ändern wollen? So, und das ist Truma Dieselheizung. Hier ist Truma Diesel drin, ganz genau, serienmäßig bei dem Fahrzeug. Und
ja, ein Kassettenklo. Das ist natürlich die Grundausstattung, ist eine Kassettentoilette dabei. Ja. Ist ganz klar. Und hier bin ich wieder in dem Bereich, wir können das Fahrzeug nach dem Kundenwunsch ausstatten und natürlich auch auf den Einsatzzweck hin ausstatten. Trenntoilette, Cinderella, Festtank geht auch. Cinderella eher, machen wir eher nicht so gern, weil ich tatsächlich einen riesen Gasverbrauch habe, riesen Energieverbrauch. Ich habe eine recht aufwendige Installation, die dann irgendwann auch wieder problematisch werden kann, in dem Moment, wo der Kunde dann vielleicht unterwegs ist, mitten in der Walachei und sie schaltet nicht ein oder wie auch immer. Trenntoilette, unsere ganz klare Empfehlung, einfacher geht's nicht. Genau, wir gucken auch gleich mal rein. Achso, hier ist ja keine drin, aber es ist eine Kurbel drin. Das erinnert irgendwie, es hätte auch im Jahr 1730 jemand erfunden haben können. Ich wage mich jetzt mal aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, das hat wahrscheinlich um die Zeit jemand erfunden. Ja. Ist so. Da sind so Kokos, gibt es auch bei Ikea. Fasern rein, ganz genau. Ich kann zur Not auch Holzspäne nehmen, was auch immer, was die Feuchtigkeit einfach aufsaugt. Genau, da machen wir noch ein Video drüber irgendwann. Was cool ist hier das Riffelblech. Das müsste jetzt nicht wirklich da sein. Das könnte auch glatt sein an der Stelle, aber es verzeiht alles. Du siehst nichts. Es ist eine Stabilität, ganz klar. Wir haben also hier entsprechende Materialstärken auch und man hört es. Ne? Und es sieht cool aus natürlich. Wir haben die Stauräume hinten nochmal integriert ins Riffelblech. Ich habe mir schon überlegt, auf meinen Liner dann Riffelblech unten. Das war Spaß. Ja, wem es gefällt. Ne? Was interessant ist, das Originalrad auf dem nicht 4x4 ist ja viel kleiner. Ganz klar. Ich bekomme natürlich den 4x4 auch tatsächlich als Zwillingsbereiften. Dann bin ich genauso klein wie beim Sprinter oder beim 4x2. Aber wir gehen extra mit Absicht auf den verfügbaren Einzelbereiften. Großer Reifen, einzelbereift im Gelände, ganz klar der Vorteil. Ist das so bei Zwillingsreifen mit den Steinen, die in die Mitte das ist kein... Erstens das natürlich, ich kann mir einen Stein zwischen den Reifen einfangen und ich habe natürlich keine Reifenauswahl in der richtigen Größe. Und es sieht, also ich glaube auf den kleinen Reifen... Nein, würde nicht wirken. Würde gar nicht wirken. So, will keiner haben. So, schönes Detail. Das sind Staufächer, die nass werden dürfen. Das heißt, die sind in einem Bereich, da kann das Fahrzeug eintauchen. Gilt das auch für den Gastank? Ja. Der Gastank natürlich, der kann auch genauso nass werden. Das stört ihn überhaupt nicht. Der ist wasserdicht. Also wenn der gasdicht ist, ist es natürlich auch wasserdicht, ganz klar. Aber ich habe hier natürlich die komplette Installation, die auch ruhig nass werden kann. Man sieht es, ne? Hier waren wir auch schon mal im Dreck. Gut, der muss ja eh auf sein. Der muss hinten auf sein, durchlüftet sein, ganz klar. Der ist ja sonst auch im Fahrzeugunterboden teilweise verbaut. Und wir schützen den einfach hier in dem Gaskasten nochmal. Und bei anderen Fahrzeugen, wo wir keinen Gastank haben, habe ich hier noch ein Staufach, beziehungsweise bei dem Fahrzeug auf der Beifahrerseite habe ich das als Staufach. Es gibt aber nichts Cooleres als Gastanks. Jetzt habe ich gehört, in Frankreich wollen die Tankstellen angeblich die nicht mehr zulassen. Ja, das habe ich irgendwie, aber man findet sich immer einen Weg. Also das ist. Und mal abgesehen davon, ich habe den Gastank in dem Fahrzeug tatsächlich nur zum Kochen. Ja. Und mit 60 Hält Liter ewig. Gas koche ich natürlich das ganze Jahr über schon fast. Ich habe 120 Liter in meinem Iveco. Gut, damit wird auch geheizt, aber das Coole ist, ihr geht ganz oft auf redundante Heizsysteme. Das heißt, also hier ist auch eine Gasheizung nochmal mit drin? Oder geht ihr? Das Fahrzeug hat serienmäßig eine Dieselheizung. Ich kann hier natürlich hergehen und sagen, wenn ich Redundanz machen möchte, kann ich zusätzlich eine Gasheizung mit einbauen. Oder ich stelle das Heizsystem komplett um und gehe hauptsächlich auf Gas und Redundanz als Diesel. So, also, jetzt zeigen wir mal was ganz Schönes. Zuerst mal, denn das Highlight hier ist echt das Fenster. Kostet Aufpreis, aber ist von fast allen mitbestellt. Ja, definitiv das Highlight. Kommt aus der großen Heckklappe bei unseren ersten Pickup-Varianten her. Und das ist eigentlich was Feines. Was absolut Feines und tatsächlich auch, ich sage mal, 90% der Kunden tatsächlich mitbestellen. Ich finde es total genial. Also wenn du da jetzt bist, gut, viele stehen da frei. Ist natürlich jetzt am Campingplatz immer ein bisschen blöd, weil du weißt warum? Natürlich, ob jetzt der Nachbar direkt am Fenster betteln steht und es für einen Foodtruck hält und natürlich einen Kaffee abstauben möchte. Nee, das ist gar nicht der Grund. Bitte? Du kennst den Grund auf dem Campingplatz? Ich erkläre es dir. Ich bin kein Campingplatzcamper, deswegen kann ich das tatsächlich gar nicht beantworten. Pass auf, ich ja eigentlich auch nicht. Ja, aber wenn du falsch rum reinparkst, dann steht da deine Tür zur anderen Tür. Okay? Jetzt hast du hier eine Tür.
Okay, das heißt, wenn du hier aufmachst, guckst du dem anderen praktisch ins Gedärm. Und darauf stehen die nicht. So. Das ist natürlich jetzt Campingplatzerfahrung, die wir teilweise ja auch gar nicht haben, weil wir nicht auf Campingplätze gehen. Ne? Das ist das Campingplatzgesetz. Das heißt, du musst dich immer in die richtige Richtung. Ich mache mich da nicht lustig, ist wirklich so. Du guckst dann vorher, wenn du falsch rum parkst, dann kommen dann Leute, wissen Sie nicht, dass man mit der Schnauze nach vorne... Ja, sie haben ja auch recht. Also mag ja sein, aber ich habe da nie drüber nachgedacht, weil... Gut, das ist tatsächlich... das kennen unsere Kunden gar nicht wirklich so, weil die fahren nicht fahren selten auf Campingplätze. Cool, also gut, dass wir darüber geredet haben. Wir gehen jetzt mal rein und dann wird erstmal so richtig schön klar, also zusammenfassen. Wir haben ein Werksvideo gemacht, da sieht man, wie das Ganze zusammengedengelt wird. Ja, nach Handwerkskunst in Zweierteams. Dauert wie lange so ein Bau? Je nach Fahrzeug unterschiedlich, so zwischen 2 und 3 Wochen etwa. Der Innenausbau? Der Innenausbau, ja. Genau. So, und das Ganze kann man schön in unserem Video sehen. Es gibt mehrere Stufen. Das Fahrgestell kommt an, das wird dann bei euch modifiziert. Dann kommt die Kabine drauf. Die Kabine ist selbsttragend. Die Möbel brauchen wir gar nicht für die Stabilität. Genau, wir bauen also im Gegensatz zu vielen anderen von außen nach innen. Das heißt, wir bauen erst die Kabine als selbsttragendes Element und gehen dann ins Fahrzeug rein mit dem Innenausbau. Bei uns sind also die Möbel auch keine tragenden Teile, wie bei anderen, die anders konstruieren, die von innen nach außen arbeiten. Genau, wir gucken mal ganz kurz hier rein. Du darfst gerne weitersprechen? Genau, und theoretisch kann man diese Kabine komplett entkernen und sie steht trotzdem genauso stabil wie vorher. Genau, mach mal unten auf. Geht nur darum, ich mache es deinen Kunden ein bisschen leichter, weil die viele fragen nach Stauraumklappen. Denn zu Recht, da ist ja jeder Zentimeter, den man hat, ist gut. Genau, das ist jetzt ein klassischer Stauraum für Sachen, die auch mal nass werden dürfen. Hier sind auch Ablauflöcher drin. Hier kann ich Schneeketten reinpacken, hier kann ich mein Werkzeug reinpacken, nasse Schuhe, alles, was mir irgendwie im Innenraum das Fahrzeug versauen würde, das geht hier unten rein. Wenn ich unbedingt Hubstützen haben will, ich weiß, jetzt wird vielen Leuten schlecht, die das hören, auf Kundenwunsch kann man sowas auch mal einbauen. Auf Kundenwunsch lassen wir uns dazu drängen, auch die einzubauen. Richtig, normalerweise sagen wir, es ist eher kontraproduktiv beim Geländefahrzeug. Genau, weil man bleibt da hängen. Ich verliere einfach die Bodenfreiheit. Und irgendwann sind auch die Hubstützen weg. Ganz genau, irgendwann die Hubstützen liegen. So, ich zeige mal gerade hier drunter, dass man da mal drunter guckt. Also das ist der gute Iveco Allrad. Sperren, wie viele Sperren? 3? 3 Sperren serienmäßig. Ich habe permanenten Allradantrieb und Differentialsperren Mitte, vorne und hinten. So, ich empfehle auch da hatten wir gar kein Iveco dabei bei dem letzten Kiesgruben-Video. Aber der wird das auch gut abkönnen. Liegt er ungefähr zwischen dem Benz und dem Unimog? Der Iveco ist eher näher am Unimog als am Sprinter. Also ganz klar eine deutliche Stufe über dem Sprinter im Gelände. Gut. Dafür ist aber auch nicht gebaut, der Sprinter. Also das ist klar, wir sind in einer ganz anderen Fahrzeugklasse. So, Edelstahl? Edelstahlscharniere, ganz klar. Was steht da drauf? ARC OK, das ist der Hersteller. Retail und so weiter. Also das signalisiert ganz klar, wenn du hier rein willst, brauchst du auch eine Edelstahlflex. Also es ist tatsächlich so, bevor ich hier irgendwelche Türen aufbreche, Schlösser aufbreche, habe ich mich schneller durchs Panel geflext. Ja. Jetzt war eine Frage, die Schrauben hier, da sind Schrauben jetzt von außen zugänglich, wenn ich daran schraube, passiert nichts? Da passiert ganz genau gar nichts, weil ich innen gegenhalten muss, ganz genau. Okay, hey, wir hätten da ja auch Splinte oder... wie auch immer, ja, ganz genau, aber wie gesagt, wenn ich da an der Schraube drehe und innen nicht gegenhalte, kriege ich es auch nicht auf. Schönes Detail, mach mal auf, das kenne ich vom Brötchenauto. Du hast ganz massive Schlösser, das will ich auch mal zeigen. Du kannst da also auch richtige Schließzylinder, wie ich sie zu Hause auch habe. Genau, du kannst da auch so richtig tolle Zylinder reinbauen, die irgendwie keiner mehr aufkriegt. Gibt es ja mit Punkten, Schlösser, Magneten und was weiß ich alles. Ganz genau, da passt also ein Standardzylinder. Und ich habe hier die Tür eingehängt. Das heißt, wenn ich irgendwo stehe und es kommt ein richtiger Windstoß. Das ist aus dem Profibereich, das kennt man. Also das verwenden auch die LKWs. Ganz klar, ganz genau. Ich möchte also nicht, wenn ich einsteige und es kommt ein Windstoß, dass ich die Tür ins Kreuz kriege. Gott, ist bei mir durch einen Gasdruckfeder, funktioniert auch, muss ich sagen. Funktioniert auch, ganz klar. Aber ich weiß ja nicht, in welchen Winden ihr unterwegs seid. Oft hat man dann schon mal einen Orkan. Man hat Schlagregen von allen Seiten. Das interessiert euch gerade mal gar nicht, sondern da freuen sich die Leute, endlich mal Schlagregen. Ganz genau, das ist die Richtung, wie wir denken, ja. So, und dann das Design, wir haben schon mal drüber gesprochen. Guckt euch das Video an von dem Peugeot, 40 Jahre alt. Ihr habt sogar das Sisal an der Seite noch. Das ist, also ihr habt viele Dinge behalten. Das Sisal hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich mit Schuhen auf der Sitzbank sitze und mit den Fersen irgendwo an den Sitzkasten rankomme, hätte ich sonst schwarze Striemen dran am Holz oder am PVC, je nachdem wie es verkleidet ist. An dem Sisal habe ich das nicht. Das lässt sich viel einfacher sauber halten. So, dann einen richtigen Riegel. Ich zeige es nochmal gerade.
Hier kommst du nicht rein. Oh ja, oben und unten. Ganz genau. Also ich sag mal, die Türen machen auch keinen Spaß. Die Fenster, das ist jetzt die Einstiegsversion. Das ist die Standard-Einstiegsversion, genau das klassische Seitz S4. Ich kann hier auch KCT-Fenster zum Beispiel bekommen, um den Einbruchschutz nochmal zu erhöhen, die Isolation zu erhöhen. Gut, das ist Thema Isolation. Die kosten ein Vielfaches dafür. Also Kratzer lässt du nicht gelten, weil du sagst, also für das Geld kannst du die, glaube ich, 5-mal austauschen. Natürlich, es ist das Thema Kratzer. Aber wenn Isolation, ich alle fünf Jahre die Scheiben tauschen muss beim Seitz, dauert es lang, bis ich ein KCT bezahlt habe. Aber die Isolation ist ein ganz anderes Thema. Also das heißt, wenn du KCT-Fenster hast, passiert was Wunderbares. Ich habe ja auch die Seitfenster, da hörst du, was draußen abgeht, ob du willst oder nicht. Die sind laut, die isolieren okay, also muss man sagen, sie sind auch Doppelglas. Aber die Schallisolierung, das ist so abartig. Also du hörst, ich glaube, minus 30 dB oder sowas. Also du hörst gar nichts mehr. Also definitiv, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist so. Also wer steht auf in Ruhe schlafen, neben LKWs, was weiß ich, da kann laufen, was will. Ganz klar. Du machst die Fenster zu, dann ist Feierabend. Ganz klar, ich habe natürlich jetzt bei dem Fahrzeug auch kein Gewichtsproblem, weil die KCT wiegen natürlich auch einiges mehr als das Standardfenster. Aber hier in dem Bereich mit knapp 2 Tonnen Zuladung interessiert mich das Gewicht auch nicht wirklich. So, jetzt zeigen wir mal den Grundriss. Der ist ganz besonders, denn ihr habt keine Alkoven. Stehhöhe, wie groß bist du? Ich bin 1,78. Wir haben hier eine Stehhöhe von gut über 1,90 Meter. Genau, steig mal ein. Das mal mit der Hand mal bitte machen. Also ja. ich habe hier mehr als gemütlich Platz. Ja, also sag mal, wenn jemand 2 Meter ist, wäre das falsche Auto, da würde ich den Alkoven nehmen. Dann wenn jemand mehr als 2 Meter ist und sagt, mir reicht die Stehhöhe nicht, dann können wir auch ein paar Zentimeter zugeben. Das geht. Ihr seid ja hier Ausbau. Das geht. Dadurch, dass wir ja alles in Manufakturarbeit hier herstellen und die Kabinen selber pressen, können wir auch solche Sachen realisieren. So, Stefan, komm, wir setzen uns mal hin. Ich habe eh keinen Bock mehr. Das ist nach 7 Videos. Bitte? Carsten. Carsten? Wo ist der Carsten? Hier. Ach, Carsten, habe ich Stefan gesagt? Es tut mir so leid, ja. Das ist irgendwie 90% der ganzen Belegschaft heißt ja Stefan. Und richtig, ja. Ich werde es nie wieder tun, Carsten, okay? Alles gut. Echt, habe ich echt Stefan gesagt? Alles gut, nichts passiert. Schade. Du weißt ja, ich schneide ja die Videos nie. Jetzt bin ich total aus dem Konzept. So, 1., 2., 3. Guck mal hier raus, Carsten. Ja, super, ne? Also gigantisch der Ausblick. Wir sehen hier auch die Lumicon-Beleuchtung. Ist jetzt auch so ein bisschen extra bei dem Fahrzeug. Was das ist eine LED-Beleuchtung, die eine ganze Ecke heller ist wie die Standardbeleuchtung. Ja. Ich kann die Lampen einzeln schalten und dimmen. Ich kann auch den Schwanenhals hier dimmen. Und das ist also gegenüber der Standard-Kunststoff-LED-Leuchte ein ganz klares Upgrade. Hast du eben gemerkt, also gesagt, Carsten, habe ich gefragt, ist der Carsten da? Ich dachte nämlich, der Stefan. Ich habe euch nur vertauscht. War ein langer Drehtag, ne? War lang. Aber wir haben mal coole Videos gedreht. Wir waren in der Sandgrube. Absolut super. Wir hatten viel Spaß mit Iveco und Sprinter in der Kiesgrube, genau. Nein, also war ein toller, ereignisreicher Tag heute. Das ist so, geht langsam so ein bisschen dem Ende zu. Ja, zentrales Element ist natürlich die Küche, aber auch natürlich der Schlafplatz, der multifunktionell genutzt werden kann. Da kann man sich auch lümmeln. Man kann optional hier auch ein Bett draus machen. Oder ist das jetzt schon die Bettversion? Ich kann den Tisch absenken, die Polster zusammenlegen, dann habe ich hier natürlich auch einen Schlafplatz, ganz klar. Optional. Das heißt... Das ist Serie. Das ist Serie. Das ist Serie, ganz klar. Ich habe hier immer noch so meinen Notschlafplatz oder mal, wenn ich Kinder mitnehmen möchte oder einen Gast mitnehmen möchte oder beim Rotwein mal einer versumpft, den kann ich hier schlafen lassen. Genau, zeig mal den Tisch. Wie geht das? Das geht sogar extrem schnell. Also ja, ich habe mal zugeguckt. Einmal riegeln. Einmal riegeln. Der klassische Vorführeffekt. Ja, kenne ich bei allen Autos übrigens. Bei allen Autos so, genau. Und dann gehe ich hier runter. Leg den hier unten auf. Genau. Leg meine Polster zusammen. Genau, da gibt es so Füllpolster, gell? Ja, ich mache das einfach mit dem hier. Zack. Und dann habe ich hier meinen Schlafplatz. Das ist ja genial. Das heißt, die Länge ungefähr, du würdest sogar noch, sagen wir so, als Seitenschläfer wird es auch noch gehen, ne? Als Seitenschläfer geht es auch. Ich kann natürlich statt dem Polster hier das Nackenstützenpolster runterlegen. Dann habe ich eine ganz ebene Fläche. Okay. Länge, hast du den Kopf von dem Notpad? Länge sind wir hier so bei einem guten 1,90 Meter. Cool. Also das ist auf jeden Fall kein Notbett mehr. Da kann ich also richtig drauf schlafen. Der Umbau, ich gucke mal gerade auf die Uhr. Warte mal, wir sind jetzt bei 24:20. Bauen wir zurück. Also lass dir Zeit, nimm dir nicht das Leben. Aber ich glaube, hier in Oberbayern ist
Die Urlaubsregion. Da hat keiner Hektik. Nein. Ist das so, dass hier in Oberbayern auch die Speisenpreise so günstig sind wie in Franken? Oder ist ein bisschen teurer? Wir sind hier so im gewissen Hochpreisgebiet. Ne? Weil ich weiß, auf Franken, da kriegst du für 7 Euro kriegst du eine Mahlzeit. Das gibt's hier nicht, oder? Du kriegst hier 2 schöne Leberkässemmeln. 2 schöne Leber. Ist es viel teurer hier, gell? Ganz klar natürlich. Ja. Wir sind hier in der, wie gesagt, Münchner Speckgürtel, wie man so schön sagt. Ganz klar in einer eher hochpreisigen Region. Ja, schönes Detail. Jetzt ist wieder zurückgebaut übrigens. Das ist das mit dem Sisal. Also an der Seite kann ich es mir schwer vorstellen mit den Schuhen, aber hier passiert es die ganze Zeit. Zum Beispiel, na, ich sitze hier irgendwie und habe hier sonst irgendwann meine Striemen dran. Mit dem Sisal habe ich das eben nicht. Okay, und das kriegst du auch nicht kaputt, oder? Wie gesagt, Fahrzeuge, die 30 Jahre unterwegs sind, immer noch das erste Sisal dran haben. So, was ist das? Das ist eine Sitzbankverbreiterung. Sitzbankverbreiterung. Man kann drauf sitzen? Kann ich drauf sitzen. Ich kann, dass ich bequemer sitze, hier mein Polster draufknöpfen. Also du könntest jetzt... Echt? Schlanke 102 Kilo. Ich sitze hier bequem drauf. Quatsch, echt? Zeig mal. Ah, da ist so richtig Schwerlast-Dingsbums. Ganz genau. Okay, ein bisschen stärker wie mein Bücherregal damals. Also das hält dich? Das hält mich einwandfrei. Ist auch zugelassen dafür? Zum Sitzen natürlich. Es ist eine Sitzbankverbreiterung. Ja, ich habe immer, wenn irgendwas rausgeklappt wird, denke ich mir immer an diese Küchenverlängerungen. Die kennst du ja, die sind auch so. Da würde ich mich jetzt mal gerade nicht draufsetzen, ja. Aber das ist toll gemacht. Kann ich ganz problemlos mich draufsetzen. Okay, auf beiden Seiten sogar? Auf beiden Seiten, genau. So, dass also 2 Personen sich nicht eng an eng, sondern die können bequem dann sitzen. Der eine ist ein bisschen schräg, nehme ich an, zum Tisch. Ja, je nachdem, wenn ich jetzt hier sage, ich setze 2 Personen nebeneinander, ich kann den Tisch noch ein Stück vorziehen, dann kann ich bequem zu 4 am Tisch sitzen. Ich kann aber auch hergehen, wenn die Klappe zu ist, ich lümmel mich einfach rein, lege hier die Füße hoch. Okay, ist der Tisch eigentlich auch verstellbar? Das heißt, du kannst ihn frei bewegen? Okay. Den kann ich also auch drehen, bewegen, wie ich möchte. Das ist wichtig. Also wenn ich jetzt hinten am Notebook mal was arbeiten will oder so. Ganz genau. Gut. Router-Antennen, könnt ihr die montieren aufs Dach? Geht das? Ja, wir bieten an einen LTE-Router. Das ist ein Gerät aus der Industrie. Weltweit verfügbar oder weltweit tauglich. In den Frequenzbereichen LTE weltweit. Hat 2 Außenantennen. Okay. Hat dann auch 2 Innenantennen fürs WLAN. Und ich kann da 2 SIM-Karten reinpacken. Und kann mir hier mein eigenes WLAN aufspannen. Ich habe das mal gesehen aus Ostdeutschland. Aus Osteuropa kam einer hier, so ein Industrierouter mit 2 SIM-Karten. Wahrscheinlich ist es genau der. Das ist ein Teltronic, ja. Genau, ein Teltronic. Das ist also richtig professionell, kommt aus der Fertigung. Die Dinger funktionieren einfach, oder? Ist extrem zuverlässig, ganz genau. Wie gesagt, kommt aus dem Industriebereich, ist für die Temperaturbereiche, die wir brauchen, zugelassen. Und ist von daher absolut zu empfehlen. Ich denke mir, dass also viele so, das Thema SAT-Antenne ist wahrscheinlich eher selten, aber dafür hast du dann öfter mal Router, gell? Router haben wir tatsächlich, ich sage mal, in 80% der Fahrzeuge inzwischen. Fernseher ganz wenig nur noch und SAT-Antennen. Wenn ich heute einen Router an Bord habe, dann kann ich alles streamen. Ja, brauchst du wirklich keine SAT-Antenne mehr. Nein, dann mache ich das über Internet-Streaming, wenn ich Fernsehen schauen möchte. Ich habe es geholt für den Wiederverkauf bei meinem Liner, weil einfach die Leute gucken, hat er auch eine SAT-Antenne? Ja, hat er. Ich meine, ob sie es benutzen oder nicht, hat er eine. Ja. So, hier Zugang zur Heckgarage, oder was ist das? Hier ist auch wieder unser klassisches Schuhregal, weil ich habe hier den Frischwassertank hinten. Warte, ich zeig mal gerade. Und habe hier ganz schön tief. Schuhregal. Ja, toll. Kann hier natürlich auch sagen, okay, ich möchte den Durchgang nach hinten haben, wobei ich immer sage, nehmt das Schuhregal. Der Durchgang bringt mir eigentlich nicht viel, aber ich habe hier Stauraum. Sag mal, hinten sind ja 2 Fenster. Ja. Kriege ich auch ein großes? Ich kann hier auch ein großes mittig machen natürlich. Ich kann die Fenster weglassen. Da sind wir also durchaus flexibel. Komplett frei. Aber das ist so Serie, da sind die 2 Fenster hinten drin. Genau. Die uns toll ist, das ist eine tolle Rundumsicht. Ja, Grundriss per se würde ich jetzt mal sagen, das ist ein 2-Personen-Fahrzeug, oder? Das ist das klassische 2-Personen-Fahrzeug, ganz genau. Hier kann ich also wirklich mit 2 Personen, ich kann hinten noch einen Vorhang reinmachen, dass ich sage, ich mache hinten einfach mal zu, wenn ich meine Ruhe haben möchte. Aber für 2 Personen eigentlich das perfekte Auto. Ein Riesenbett. Ich glaube auch so, die Offroader sind noch nicht so zimperlich mit übereinander steigen und so. Das ist, wer sich kennt, liebt sich. Oft habe ich so das Gefühl, dass die Frauen, die zum Beispiel früher mal Motorrad gefahren sind, das sind gute Offroader-Frauen, oder? Ja klar, man muss irgendwo so einen gewissen Nagel im Kopf haben, sage ich immer. Man muss
Klar, campen wollen, man muss raus wollen und man sollte nicht allzu zimperlich sein. So, nettes Detail haben wir schon gesehen bei dem 40 Jahre alten Auto. Das Gewürzregal. Das Gewürzregal, ganz genau. Du kannst also ein Bimobil haben, egal in welcher Ausstattung, aber nicht ohne Gewürzregal. Gut, auch gegen Aufpreis nicht. Auch gegen Aufpreis nicht, nein. Also du kannst es kaufen, dann musst du es dann selber ausbauen. Aber das wird keiner machen. Nein, also das ist auch tatsächlich was die Kunden auch verlangen und auf was sie bestehen. Ist auch total geil, oder? Ja, natürlich. Es ist so ein Markenzeichen und da bestehen wir auch so ein Stück weit drauf. Es passen perfekt die Gläser eines großen schwedischen Möbelhauses da rein. Echt? Das sind die Ikea-Dinger? Natürlich. Wie krass. Und die kriegst du ja auch weltweit. Natürlich. Warum soll ich mir irgendwas Spezielles da reinstellen, wenn das natürlich extrem gut verfügbare ums Eck ist? Was das witzig war, ich habe ja das Stauraumsystem, das neue bekommen, ja, in meinem, weißt du, was reinpasst? Die durchsichtigen Boxen von Ikea. Jeder arbeitet auf irgendwas hin, was natürlich überall verfügbar ist. Das ist ganz logisch. So, Standardfenster habe ich schon mit Stefan drüber gesprochen. Funktioniert, ist total klasse. Aber ihr habt auch hier auf Wunsch Sites. Also kann man auch Echtglas oben kriegen. Hier kann ich auch KCT natürlich überall machen, rundum oder aufs Dach. Prinzipiell empfehlen wir auch immer den Kunden, macht übers Bett noch ein großes Dachfenster mit rein, egal ob jetzt Heki oder ein KCT. Einfach weil ich aufs Dach auch rauf kann. KCT meinte ich eben. Ja, ganz toll. Wir haben es in der Fertigung gesehen. Das hier ist tatsächlich ein ganz edler Stoff, der drauf ist, aber nur hauchdünn. Das heißt, der hat, glaube ich, nur 3 oder 4 Millimeter. Das ist Korean, richtig, ja. Korean. So, ihr habt das ganz toll verarbeitet. Was ist der Vorteil von Korean? Ich kann es ganz einfach abwischen. Es ist relativ unempfindlich. Das ist quasi wie ein Kunststein, ne? Der Stefan sagte zu mir auch hier, der Umliner, der hat so eine strukturierte, du siehst nichts, keinen Ansatz, gar nichts. Du kannst ja mit der Kamera draufhalten, genau, wenn du hier an die Kante rangehst. Das ist wie aus einem Stück. Stück. So, und es gibt eine Garantie, wenn also Leute dürfen ja hier mitfahren. Wie viele dürfen wo fahren? Das Fahrzeug ist zugelassen als Viersitzer, wenn ich die Gurte entsprechend mitbestelle. Standardmäßig habe ich immer einen Zweisitzer. Ich kann auf Wunsch einen 3-Punkt-Gurt und einen Beckengurt dazu haben und dann habe ich einen vollwertigen Viersitzer. Es gibt den als 3,5 Tonnen? Nein. Das ist ein wir sind hier im 7-Tonner-Bereich. Nein, als 7,5er gibt es den, genau. Genau, es ist ein 7-Tonnen-Fahrgestell, 7 Tonnen Gesamtgewicht. Ich war komplett daneben. Mal gerade so, du bist, setz dich mal kurz hin. Das Konzept hier ist ganz klar, wenn du mich mal aufklärst, C und C1E, diese Führerscheine über 3,5 Tonnen, das ist gar nicht so wild. Also ihr habt wirklich gute Erfahrungen damit, eine gute Woche, 10 Tage, gibt es so Fahrschulen, die machen das als Crashkurs, das geht. Ja klar, ich bin hier im Bereich des C1. C1 heißt die alte Klasse 3 eigentlich, also bis 7,5 Tonnen. Ich muss keinen Anhängerführerschein dazu machen, ich brauche diese E-Erweiterung nicht, die das Ganze ja nochmal verlängert und komplizierter macht. Sondern wenn ich heute in eine Fahrschule gehe und sage der Fahrschule, pass auf, ich möchte ein Reisemobil fahren über 3,5 Tonnen, bis 7,5 oder über 7,5, dann mache ich die ganz normale C1 oder C. Ich darf einen Anhänger fahren bis 750 Kilo? Bis 750 Kilo, ganz genau. Den darf ich immer mitziehen. Das auch mit dem normalen B schon, gell? Auch mit dem normalen B, ganz genau. Okay, also das ist ja auch schon einiges. Also wenn ich wirklich mal einen mitnehmen würde. Es gibt das mit Anhängerkupplung, habt ihr das oft? Natürlich, wir machen dann meistens eine Vario-Block, also eine abnehmbare Kupplung. Da kann ich den Kugelkopf entsprechend abnehmen. Ich kann eine Bergekupplung dran machen, wenn ich möchte. Und gerade für Motorradanhänger zum Beispiel, 2 Motorräder, 750 Kilo Anhänger, bin ich noch mit dabei. Das geht hinten drauf, an die Kupplung? Nee. An die Anhängerkupplung als Anhänger natürlich. Als Anhänger? Als Anhänger, okay. Oder dann die Variante, ich mache einen großen Heckträger zum Beispiel und kann mir den für E-Bikes, Reserverad, wie auch immer machen. Stimmt. Als Rahmenverlängerung dann, oder? Am Rahmen direkt dran, richtig, ja. Okay. So, jetzt will ich meine Sachen aufhängen. Der Kleiderschrank direkt neben dem Eingang. Ich habe hier also einen großen Kleiderschrank. Das habe ich gesehen bei dem, was drinnen steht. Da steht ein grüner drin, gell? Der hat genau die gleiche Aufteilung in der Fertigung. Steht gerade genau unser neues Ausstellungsfahrzeug, der Nachfolger von dem hier. Der ist genauso aufgebaut, richtig. Der ist schon weg, der hier? Der ist schon verkauft, ja. Soll es denn anders sein, ja. Das ist immer so, ne? Gott. Okay, und daneben ist das Bad. Hier habe ich mein Bad. Jetzt muss ich mich gerade mal orientieren. Ja, hier vorne ist vorne. Das heißt, im Durchgang das Bad, was viele Reisemobile ja haben. Das heißt also die Nasszelle im Durchgang. Genau, ich bin also hier prinzipiell erstmal im Bereich der Dusche mit einer Edelstahl-Duschwanne. Die Tür hier unten, die graue, geht direkt vor ins Fahrerhaus.
Ich habe rechter Hand habe ich meinen Duschkopf auch hinter der Tür versteckt. Du duschst in der Mitte, das ist alles, ich brauche keinen Vorhang hier. Genau, ich brauche eigentlich nur den Vorhang in diesem Bereich und hier in diesem Bereich, um einfach die Türen in den Durchgängen zu schützen. Okay. Hier auf der Beifahrerseite, wo der Duschkopf rauskommt und hier rüber Richtung Toilette, brauche ich keinen Duschvorhang, weil hier ist entsprechend ein Ablauf bzw. abgedichtet. Ja, also ich bin 1,83 und stehe, deswegen das Fenster ist nicht ohne Grund da. Ganz genau, wir haben also grundsätzlich über der Dusche haben wir ein Dachfenster. Das erhöht das nochmal um gute 15 cm. Erstens das und zweitens, ich mache das dann während oder nach dem Duschen auf und habe da einfach die Möglichkeit, die feuchte Luft hier rauskommen zu lassen. Ja, doch Leute, die ein bisschen größer sind, die können ja bequem stehen. Ganz genau. Gott, 2 Fliegen mit einer Klappe. Und hier haben wir dann das Kassettenklo. Wie viele Kassettenklos verkauft ihr? Es werden täglich weniger. Also der Anteil der Trenntoiletten nimmt deutlich zu und ist tatsächlich im extrem steigenden Bereich. Doppelboden ist hier drunter. So, das heißt, Bei dem Fahrzeug nicht. bei dem nicht. Bei dem nicht, weil ich hier keinen Schlafalkoven habe. Das heißt, hier habe ich keinen Zwischenboden. Okay, ist das schlimm für die Füße oder geht's? Nein, der Boden ist ja komplett isoliert. Also da merke ich fast keinen Unterschied. Okay, also das ist jetzt nicht fußkalt oder sowas? Nee, ist nicht. Überhaupt nicht. So, ist der Spiegel drin. Warte, ich mache mal ganz kurz noch den Apotheker auf. Mal oben die Klappe vorher zu am besten. Ja, mache ich mal gerade. Hier ist die Klappe. Das Ganze mit Gasdruck. Da ist doch so eine Spannung drauf, dass nicht klappert, gell? Auf den. Ganz genau, ja. So, und dann haben wir auf der rechten Seite. Das Teil war in der Schreinerei, das haben wir gefilmt. Das haben die nämlich, das ist nämlich wasserdicht verleimt oder irgendwas versiegelt. Genau, das ist grundsätzlich hier im Badbereich alles entsprechend wasserfest verleimt. Ja, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück und da machst du bitte nochmal zu, weil das ist so ein tolles Detail. Du kannst es komplett wegklappen. Ganz genau. Und hier habe ich dann den kompletten Raum frei. Ich kann hier zum Beispiel meine Jacken reinhängen. Ich kann hier auch eine Kleiderstange haben, eine rausnehmbare, dass ich nasse Jacken reinhängen kann. Wir haben auch Kunden, die lassen dann hier während der Fahrt ihren Hund liegen. Zum Beispiel Tür auf, Hund hier rein. Achso, der Raum ist ja nicht verschenkt. Ganz genau, das ist eigentlich ein toter Raum, den ich sonst habe bei vielen anderen Grundrissen. Und den habe ich hier als Dusche genutzt. Das ist die Tür, die kann hier auch aufbleiben. Gut, jetzt bin ich gerade drin, machen wir nicht zu, aber das zeigen wir gleich mal, denn Spiegel. Haben vielen den Gefallen, ich filme mich mal selber, komm. Die sagen immer, du filmst dich nie. Stimmt, zu Recht. Die Leute sollen ja drauf, nicht ich. So, ich gehe mal raus, wir tauschen mal gerade die Plätze. Was ziemlich cool ist hier, Bedienung, ihr habt immer dasselbe Panel, funktioniert, du brauchst nicht mehr. Wenn Solar ist, ist nochmal extra was? Nein, Solar kann ich direkt hier mit abrufen. Ist jetzt hier bei dem Fahrzeug ist kein Solar drauf, aber kann ich direkt hier über das Panel mit abrufen. Ich brauche nur das Ding und fertig. Ganz genau. Ich glaube, ihr habt so gut wie überhaupt keine Ausfälle, gell? Mit dem. Nein, also. So, du kannst den Inverter an- und abschalten. Also ist die eierlegende Wollmilchsau. Und dann habe ich hier noch, was kann das? Das ist unsere Umfeldbeleuchtung. Ja. Das heißt, ich habe hier einmal eine Panikschaltung. Ja. Damit habe ich alle 3 Umfeldleuchten und die vorderen LED-Scheinwerfer am Alkoven sofort eingeschaltet, falls ich draußen Geräusche höre. Und ich kann die aber auch einzeln schalten und einzeln dimmen. Als Außenbeleuchtung ganz normal, wenn ich draußen sitzen möchte. Die haben jetzt bei meinem, das war 2017, waren noch alle dimmbar. So, oder viele. Ist jetzt nicht mehr so. Total nervig. Du kannst alle Lampen dimmen. Ich kann alle Lampen dimmen, ja. Ja, gibt nichts Besseres. Also das ist wirklich so. Irgendwie hat es einer weggelassen. Also Kühlschrank, das ist ein Klassiker. Kompressor. Das ist der klassische Dometic Kompressorkühlschrank, ganz genau 110 Liter. Das ist auch so ein Ding, das bauen die schon ewig, glaube ich, den hier. Ja, der funktioniert Und das oben mit der Klappe, er nimmt auch dem Raum nicht viel Platz weg. Also es ist alles sehr offen. Ja. Wenn du hier so drin stehst, so das Raumgefühl trotz. Wie gesagt, perfektes 2-Personen-Auto. Ne? Also ich habe Platz, ich kann mich rühren, ich kann kochen. Du siehst, ich habe hier noch eine Arbeitsfläche. Ich kann die Arbeitsfläche auch mit so einem Klappsystem wie bei der Sitzbank auch verbreitern. So, jetzt kommen wir mal zu einem ganz tollen Detail. Das ist der Stauraum über dem Fahrerhaus. Machen wir bitte auf. Die Tür kann ja aufbleiben oder muss sogar aufbleiben, wenn der Fahrt. Das ist ja Vorschrift. Diese hier, Ja. die muss eigentlich nur aufbleiben, wenn jemand hinten sitzt. Ja, meine ich. Also wenn jemand hinsitzt, muss sie aufbleiben. Ansonsten hat man jetzt hier einen Stauraum, Genau, der ich ist geh mal schon. auf die Seite. Ja, ich habe kein Licht, aber wenn ich so ganz Ich kann langsam. dir aber Licht machen. Echt?
Stauraumlicht. Ja, die AGC kriegt das schon hin. Oben rechts. Und Schalter. Erleuchtung, genau, da kannst du einmal einschalten. Nee. Jetzt. Jetzt. Jetzt hat. Auch hier beheizt. Ja, Heißt im Heiß? ganz klar. Wir haben also bei uns grundsätzlich alle Stauräume auch mit beheizt. Das heißt, die Fahrzeuge sind auch damit sehr frostsicher. Und auch die Tanks sind bei uns alle im Innenraum und auch in beheizten Räumen mit. Hier passt eine Eurobox durch. Irgendeine passt garantiert durch. Ganz genau. Und am besten an die Eurobox eine Schnur dran machen, dass ich die auch da hinten wieder rauskriege. Ah, das sind schon die Tricks. Die kriegst du kostenlos dazu. Ja, oder ich nehme mir jemanden, einen kleinen Reisebegleiter mit, der da reinpasst. Aber die Schnurlösung ist die praktikablere. Pass auf, ja, du guckst schon auf meinen Sohn. Den musst du da mitnehmen. So, und jetzt habe ich hier die Tür. Werden solche Fahrzeuge, die hier auch schon mal verschifft? Ist das so ein Auto, was du auch schon mal verschiffst? Ja, natürlich. Natürlich. Okay. Das ist das klassische Fahrzeug, was einmal rund um die Welt fährt. Ne? Da kann man zumachen, gell? Zum Verschiffen kann man. Gut, ich sperre halt hier vorne natürlich. Ich mache gerade die Tür nochmal auf. Ja, mach die mal. Durchgangstür. Und du kannst mal kurz auf das Schloss filmen. Das ist dasselbe wie an der Eingangstür hinten, Zylinderschloss. Aber nicht ganz so martialisch. Also nein, hier, aber auch hier, um hier reinzukommen, ich muss die Tür eintreten mit Gewalt. Genau, aufbrechen, das sieht man dann. Also das ist dann ganz deutlich. Ich muss mich gegen das Armaturenbrett lehnen, mit den Füßen eintreten, dass ich hier reinkomme. Okay, also ein richtiges Offroad-Fahrzeug. Es braucht keinen Balk. Nein, wir haben einen sehr stabilen Zwischenrahmen und verbinden unsere Kabine direkt mit dem Fahrerhaus. Cool. Das ist übrigens der neue Iveco. Ich kenne ihn ja, genau denselben. Eigentlich habe ich nicht 3 Sperren. Das Heimatic-Getriebe. Was kann der blaue Schalter in der Mitte? Das ist die Abschaltung für die LED-Fernscheinwerfer, die wir im Alkoven montieren. Okay. Die hängen ja auf dem Fernlicht mit drauf und ich kann die abschalten, wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn mit Fernlicht fahre und mich nicht vom Verkehrsschildern blenden lassen möchte, dann kann ich die wegschalten. Die sind zugelassen in Deutschland? Die sind zugelassen als Fernlicht, ja. Okay. Ja, außerdem kann ich mir schon vorstellen, dass viele das nicht verstehen. Da macht man sie besser aus. Ganz klar, die blenden natürlich auch extrem, wenn ich sie anlasse, aus Versehen. Ja, das Licht ist aber echt gut geworden vom Iveco. Ist es Full LED jetzt schon? Nein, wir sind tatsächlich im Abblend- und Fernlichtbereich beim serienmäßigen Halogen, ja. Der Vorteil ist, kriegst du überall. Kriege ich überall die Lampen, ganz genau. So, 4x4. Ja, das Fahrhaus ist ziemlich cool geworden. Also den Vorgänger ja noch gesehen, der, glaube ich, hier wurde bis 2017 wurde der gebaut. 2019 war der Modell. 19 war der Modellwechsel. Also das ist das ganz aktuelle. Das ist das ganz aktuelle Modell, ja. So, der hat sogar diese City-Taste oder hatte die nicht? Nein, der 4x4 hat das nicht. Das hat nur der 4x2. Dass die Lenkung leichter geht, ne? Das geht nur beim 4x2. Das brauchen die Jungs ja nicht hier im Gelände. Nein. Da will man noch spüren. Aber die geht ja trotzdem leicht, oder? Die geht, also fährt sich wie ein PKW. Ne? Aber hier unterscheidet sich der 4x4 ganz klar technisch vom 4x2. Also 180 PS hat der statt 215. Ja. Hat die City-Taste nicht? Hat die City-Taste nicht, also ist was für wirklich zupacken. Nein, also er fährt sich wie ein PKW. Kann man ganz, ganz einfach sagen, er ist ein entspanntes Fahren. Ja, cool. Also man muss diese Autos schon lieben. Also wenn man das jetzt so sieht und hört jetzt so 200.000 Euro, sieht so vom Grundriss so ein bisschen aus wie ein, keine Ahnung, wie halt irgend so ein Fließbandauto, was dann vielleicht 80 kostet. Aber ich sag mal, du kannst es überhaupt nicht vergleichen. Nein, man kann es nicht vergleichen. Natürlich vom Material her. Wir arbeiten also viel mit Vollholz. Man kann es von der Verarbeitung her nicht unbedingt vergleichen. Es klappert nichts. Es klappert nichts. Vom Einsatzzweck her kann ich es nicht vergleichen. Also guckt euch das an. Die Kabine steht wirklich auch alleine. Das ist ein Argument. Das ist ganz klar, wenn wir die Kabine bauen, ist es auch teilweise so, vielleicht kriegt man das morgen auch nochmal auf dem nächsten Video mit drauf, dass wir Kabinen, wo das Basisfahrzeug noch nicht fertig ist, tatsächlich auf einem Rollwagen durch die Gegend schieben. Ja, habe ich schon gefilmt. Hast du schon gefilmt? Noch besser. Da sieht man also schön, wie die Kabine auch alleine stehen kann. Denn ab und zu ist das Auto nicht da, das wollt ihr zwar nicht, aber dann... Kann passieren, oder auch unsere Husky-Kabinen, die Aufsetzkabinen zum Beispiel, die wir ja auf die Pickups aufsetzen, die kann ich ja auch vom Pickup abnehmen und abstellen. Und das ist im Prinzip dieselbe Bauweise. So, wir machen jetzt Feierabend, denn wir haben heute viel geleistet. Dein Tag normalerweise geht wie lange? Bis der letzte Kunde weg ist? Natürlich, bis der letzte Kunde weg ist. Also standardmäßig sagen wir so, Vertrieb ist da bis 17:30 Uhr. Und ja, der letzte macht das Licht aus. Die Tage wären natürlich im Vertrieb
durchaus mal länger. Das muss man schon lieben. Jetzt letzte Frage. In der jetzigen Zeit gehen ja keine Besichtigungen. Ihr macht das im Moment mit dem Handy. Kann man mögen, muss man nicht. Wir machen extrem viel aktuell über Videoberatung. Wir arbeiten also sehr aktiv mit Teams. Ja. Hat sich recht gut bewährt. Und gehen dann auch in die Fahrzeuge rein mit Kamera und Handy und zeigen dann am Fahrzeug selber noch was her. Aber wir sind natürlich auch, wir scharren auch mit den Hufen, dass wir endlich wieder unsere Kunden auch live beraten dürfen vor Ort. Ich muss sowas ja in die Hand nehmen, ich muss die Haptik spüren, die Haptik. Ich muss das Fahrzeug fahren, ganz klar. Ich muss das Raumgefühl spüren und da warten wir jeden Tag, dass wir aufsperren dürfen. Ihr habt ziemlich viele Vorführer, finde ich gut. Die sind auch toll ausgestattet. Wie oft passiert es denn, dass der Kunde sagt, ich will ihn gerade so haben, wie er hier steht, bitte einmal so bauen? Relativ selten, weil die Vorführer in der Regel in Grundausstattung sind meistens. Nee, ich meine so Farben, Polster. Achso, ja, das passiert durchaus. Passiert durchaus. Also gerade dieses Grau, was wir hier auf dem Fahrzeug haben als Außenfarbe, ist tatsächlich eine der meistverkauften Farben. Ja. Weil die Kunden sehen das natürlich und was ich sehe, das habe ich erstmal als Eindruck. Was ich auch sehe, Polster. Also ich habe mir jetzt die Gardinen in meinem Grün gewählt. Ich durfte alles hat der Chef vom Werk bestimmt, außer die Gardinen. Da habe ich den Grün genommen. Jetzt kaufen alle grünen Gardinen, die meine Videos gesehen haben, weil das doch ganz schön ist, ja. Aber du siehst hier, die Farbakzente in dem Auto sind tatsächlich, du kannst mit so einfachen Vorhängen, das komplette Auto verändern. Und das kannst du ja ändern. Ganz klar. Ich habe natürlich eine Auswahl Möglichkeiten von, ich glaube aktuell sind es irgendwas um die 38 verschiedene Stoffe. Überleg mal, die Dekokissen, da liegen jetzt ein paar Dekokissen, ein paar Vorhänge, schon sieht das Auto ganz anders aus. Ganz genau, ich kann die Vorhänge in verschiedenen Farben wählen, ich kann die Dekokissen in verschiedenen Farben wählen. Wenn einer den linken Vorhang anders haben möchte als den rechten Vorhang, kriegt er auch das. Wenn ich die Sitzlehne anders haben möchte wie das Sitzpolster, kann ich auch das haben. Also alle Möglichkeiten offen. Gut, komm, wir gehen mal raus. Ist hier in irgendeiner Schublade die technischen Daten auch drin? Du bist ja ein Fuchs, du hast ja normal immer... Eigentlich haben wir es immer irgendwo versteckt. Ja, dann kann ich die gerade nochmal abfüllen. Ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich kann sie dir auch sicherlich so im Großen und Ganzen sagen. Ja, schick mir die mal einfach, weil dann kann ich sie einblenden unten drunter in den Text. Ansonsten erzählst du mir gleich nochmal, wie der heißt. Ihr habt den auf der Webseite ja intensiv vorgestellt. Ganz genau, das Auto ist auch komplett auf der Webseite. Genau dieses Fahrzeug, wo wir gerade drin sind. Unser EX412. Die haben wir nämlich nicht auf der Messe schießen können, ihr hattet die nicht dabei. Den 412er, doch, den hatten wir dabei. Echt? Den hatten wir dabei, ja. Habe ich den gefilmt? Genau dieses Auto. Ja, ist nicht so schlimm, haben wir nochmal gezeigt. Aber wichtig war ja, den Carsten zu zeigen, nicht den Stefan. Und da entschuldige ich mich auch nochmal vielmals für. Unterfahrschutz ist neu. Ist das der neue oder der alte? Das ist tatsächlich noch die alte Version. Die neue ist jetzt hier statt rund flach. Ist flach und insgesamt nochmal miteinander verbunden. Ich habe es auch gefilmt, da ist mir aufgefallen, aber es sind gar nicht so viele Änderungen, muss man sagen. Nein, es sind kleine Modellpflegeänderungen, die Iveco da jedes Jahr irgendwo mal ein bisschen macht. Ist wie bei jedem anderen Fahrzeug auch. Ich habe jedes Jahr irgendwo ein gewisses Facelift, Modelländerung, Modellpflege. Das können die gar nicht bezahlen von Iveco, wenn ich das in dem Licht so filme. Also ich bin stolz, Iveco zu fahren. Bin bekennender Iveco-Fahrer. Liebe Iveco-Leute, schiebt mir mal irgendwie mein Metermaß von Iveco rüber oder so, dafür, dass ich das jetzt gesagt habe. Das vorne sind die Lampen dran. Auch da habt ihr eine große Auswahl. Ihr setzt auf welche Lampen? Wir setzen auf Pia. Auf was? Pia. Pia? Warte mal, ich halte mal nah dran. Gut, da lachen jetzt alle, weil das ist wahrscheinlich so Brot und Butter in der 4x4-Szene. Nein, Pia ist tatsächlich also einer der Hersteller mit qualitativ hochwertigen Lampen. Und auch hier arbeiten wir sehr eng mit Delta 4x4. Der ist hier Importeur für diese Lampen. Ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Käse, den es bei eBay Kleinanzeigen gibt für 35 €? Nein, definitiv nicht. Zum einen hier habe ich eine echte Straßenzulassung, die also nicht irgendwo aus dem Kopierer kommt, sondern tatsächlich eine echte Straßenzulassung ist. Und die funktionieren auch, wenn man sie öfter wie dreimal einschaltet? Ganz genau. Diese Lampen halten auch ewig, richtig, ja. So, das heißt auch, das Leuchtdeckkegel, die Ausformung, ich glaube, wenn du die anmachst, wirst du blind, oder? Sagen wir mal so, sie werfen ein sehr gutes Licht. Sehr schön. Du bist ein Diplomat. Ja, großer Wurf. Also das mit dem Fenster finde ich toll. Wir werden morgen, hast du morgen noch kurz Zeit für Einzelautos? So, wir müssen unbedingt noch ein Auto zeigen, das werden wir gerade mal reingehen. Können wir den mal kurz stehen lassen so? Meinst du, wir sind in Oberbayern? Den glaubt uns schon keiner, ich habe den Schlüssel dabei. Hast du Schlüssel dabei? Sag mal, ist jemals einer geklaut worden bei euch? Gott sei Dank bis jetzt noch nicht. Noch nie? Nö. Echt nicht? Nö. Ihr habt da ein paar tausend rum. Ja, also bis jetzt ist, soweit ich weiß, noch keiner weggekommen.
Krass, aber da hast du auch keinen Bock, den zu klauen, weil du musst ja wirklich mit Arbeit da rein, ja. Erstens das und natürlich fallen diese Autos auf. Ich kann die ja nicht wirklich verstecken. Stimmt, also gerade der rote, den wir eben gefahren sind. Ganz klar. Komm, ich zeig noch einen, den will ich nämlich unbedingt mal filmen. Das ist hier so ein Pickup, mit dem ihr ja groß geworden seid, so ein bisschen. Ja. Und da verweise ich übrigens noch den Peugeot, der andere steht direkt daneben. Wenn er noch hier steht, guck mal, ja, steht er noch. Hi, Stefan. Wir sind durch, hat's gut gemacht. Ich habe den Namen verwechselt, ich habe mich schon entschuldigt. Ich heiße jetzt auch Stefan. Nein, er hat gesagt Carsten. Da habe ich dann zu ihm gesagt, ist der Carsten draußen? Oh je. Ich wollte noch zeigen, was wir morgen filmen. Also den hier haben wir gezeigt, den Peugeot. Aber ich würde gerne morgen den hier zeigen. Das ist ein Ford Ranger, deutsches Modell und ein beliebtes Fahrzeug bei euch. Dankbar? Ja, sehr dankbar. Gar nicht so teuer, wie man meint. Also man kriegt den relativ günstig. Man darf bei Pickups, man muss nicht. Man kann Autos mitbringen. Ja. Müssen die neu sein? Nein, müssen nicht neu sein. Also das kann auch mein Schätzchen sein, was ich dann... Wenn es sich noch lohnt zum Aufbauen, ja. Sag mal, diese ganz speziellen Toyotas, die in der Offroad-Szene so beliebt sind, die man hier irgendwie nicht kriegt, ja. Toyota Land Cruiser? Die Land Cruiser. Habt ihr Möglichkeiten, die zu kriegen? Das ist schwierig. Ja, man kommt noch dran, ist aber ein Zulassungsproblem mit der Euro-Norm, Abgasnorm. Die kriegt man nicht mehr zugelassen, gut. Das wäre ein Husky 200 oder ein EX 280 auf dem HZJ 79. Aber das ist inzwischen wirklich schwierig, an die Autos ranzukommen. So, und das ist ja eine Geschichte, da sind wir mit groß geworden. Ich halte mal ganz kurz rein. Ist das so ein bisschen die, ich sag mal, Einstiegsdroge in Bimobil? Ja, ganz klar. Natürlich, das ist das, mit dem wir groß geworden sind. Warte mal, ich guck mal gerade. Natürlich auch für die Kunden das klassische Einstiegsfahrzeug eigentlich, ja. Genau, Carsten. Licht, es werde Licht. Es werde Licht, ganz genau. Das ist toll. Also ganz, ganz tolles Fahrzeug, was du auch versatil benutzen kannst. Das heißt, du kannst den Pickup auch unterjährig als Pickup benutzen, ja. Wechselkabine. Wechselkabine, ich kann es bei der Bestellung schon wählen, ob ich ein Wechselsystem haben möchte oder Festaufbau. Viele sagen, okay, ich mache einen Festaufbau, ich fahre immer mit der Kabine durch die Gegend. Andere sagen, ich möchte einen Wechselaufbau, dann habe ich hier meine Hubstützen dran. Sag mal, also Hubstützen, ich kann es absetzen wie so ein Absetz. Absetzen, das dauert etwa 10 Minuten, dann habe ich das Ganze abgesetzt. Und das ist schon ziemlich lang, oder? Ja, schon extrem lang. Also wenn ich einen Akkuschrauber nehme, bin ich schneller. Okay, also in 10 Minuten kann ich ihn in der Garage parken oder draußen. Man lässt ja sowas nicht draußen stehen, oder? Nein, ich kann aber zum Beispiel am Campingplatz hergehen oder am Stellplatz, kann sagen, ich setze das Ganze ab. Genau, lässt ihn stehen. Fahre das Ganze so weit runter, dass es am Boden steht. Dann habe ich meine Wohneinheit und habe mein Fahrzeug, mit dem ich meine Tagesausflüge machen kann oder mit dem ich dann auch zum Einkaufen fahren kann, wie auch immer. Ich bin komplett autark, Aufbaubatterie ist im Aufbau. Ganz genau. Ich habe Solar im Aufbau, Heizung im Aufbau. Krass. Und bin komplett autark mit der Wohneinheit. Das Gewicht von der Kabine ungefähr? Wir sind bei etwa 850 Kilo. 850 Kilo, okay. Das ist für den Ranger gar kein Thema. Der kann eine Tonne? Wir lasten die Fahrzeuge auf 3,5 Tonnen Gesamtgewicht und eine Hinterachslast je nach Fahrzeug zwischen 2,2 und 2,3 Tonnen. Das macht dem gar nichts aus. Das ist für den machbar. Und dann die Fahrzeuge sind darauf ausgelegt, ja. Okay, prima. Also, wenn wir zeigen, Husky 230, wo liege ich da ungefähr vom Preis? Wenn ich, bei dem Fahrzeug, so wie jetzt hier steht, liegen wir bei etwa 109.000. Inklusive Basisfahrzeug. Okay, das ist mit drin? Ist jetzt schon mit drin bei dem Fahrzeug, ja. Ja, aber es ist doch klasse. Also werden wir morgen mal zeigen, viel Raum drin, tolles Konzept, ein echtes Bimobil. Definitiv das echte Bimobil, wenn du es hier so mal rüberschwenkst, im Vergleich dazu der Peugeot, ähnliches System. 40 Jahre alt, genau, haben wir gezeigt heute Morgen. Oh, ich bin ziemlich durch. So, komm, wir zeigen gerade noch eine Sache hier. Das sind die Qual der Wahl. Das ist dann eine Geschichte, die, ich sag mal, Stoffmuster. Und das ist nur ein Teil davon, oder? Wir haben dann noch Leder natürlich als Ausstattungsvariante. Und wenn der Kunde hier überhaupt nichts findet, dann finden wir immer noch irgendwo was anderes dafür. Das ist die Trenntoilette, genau. Mit dem Rührhaken, wie in meiner guten alten Bosch Küchenmaschine. Von Hand. Das heißt, das Pipi geht nach vorne? Ganz genau. Ich habe einmal hier vorne den Einlauf, einmal hier hinten. Ich muss also nicht zielen, sondern nur dann kann ich hier aufmachen. Dreh mal. Für das große Geschäft und habe hier dann mein Rührwerk drin. Krass. Ich habe es noch nie benutzt, kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber es funktioniert. Alle haben gesagt, es funktioniert, also muss es funktionieren. So, Carsten.
Ich bedanke mich vielmals bei dir. 2. März. 2. März, ja. 2. März 2021, heute langer Drehtag. Ich fand es ganz toll, mit dir zu drehen. Und wenn man dich erreichen möchte, deine Rufnummer? Die Durchwahl 23, dann kommt die direkt bei mir raus. 08106 996923. 996923 0 8106. 08106 in Frammers. Oberframmann. So, jetzt habe ich's. Tschüss, Stefan. Tschüss, Sven. So, und ich mache mal hier halt mal ganz tief in die Trenntoilette rein. Tschüss.